Guten Morgen. Wir haben gleich 8 Uhr und meine Rechnung geht auf. Die Sonne erreicht gerade das Zelt. Es war pitschnass heute Morgen, oder es ist noch pitschnass. Und das kann jetzt hoffentlich in der Sonne gleich ein bisschen antrocknen. Es ist arg frisch hier. Wie gesagt, viel Feuchtigkeit, viel Nässe. Aber es wird jetzt in der Sonne super warm. Ich habe mich schon da eben auf den Weg gestellt. Ich habe gut geschlafen, sehr gut sogar. Und ich freue mich auf den nächsten Tag. Ich mache mir jetzt erstmal da einen Kaffee und wieder so ein bisschen Porridge, Haferflockenzeugs mit Schoko drin. Das habe ich mir mitgebracht. Und dann werde ich heute mal geruhsam in den Tag starten. Die Sonne scheint so schön heute Morgen hier rein und wärmt mir den Rücken. Dann nutze ich diese Gelegenheit und trockne heute Morgen das Zelt mal ein bisschen ordentlicher. Und dann kann ich das gleich einpacken und dann ist es fast trocken. Dann kann ich beruhigt in den Tag starten. Als ich eben losfahren wollte, da stockt das Garmin plötzlich und hängt und hängt und hängt. Und ich habe auf das gehofft, was jetzt wirklich passiert. Es braucht eine unglaublich lange, vielleicht irgendeinen Speicherfehler oder sonst was. Aber es kommt, die Funktionen kommen und die Tourberechnung, die läuft gerade. Aber das dauerte jetzt Minuten. Natürlich heftig. Dann wenn ich jetzt anfangen würde, mit dem Handy zu navigieren, dann würde meine ganze Stromversorgung wahrscheinlich nicht mehr so ganz hinhauen, weil das Garmin doch extrem sparsam ist und ich beim Handy eben Strom spare, um noch genug Akku für die Kameras übrig zu haben. Ich bin ja eigentlich autark mit meinem Forumslader am Dynamo und das haut, wenn das Navi läuft, perfekt hin. Da habe ich immer genug Strom. Wir werden sehen. So, Garmin scheint wieder zu laufen. Alles gut. Ich fahre hier zwischen dem Meer links und einem riesigen Binnensee auf so einer Dünenlandschaft lang. Großes Feriengebiet, Ferienhausgebiet. Es macht Spaß hier zu fahren. Meistens Gravelwege, hier und da ein bisschen Asphalt, aber wunderschön. In Hüftesande habe ich mich jetzt mal mit Lebensmitteln versorgt, also mit frischen Sachen. Und bin dann für den Tag, glaube ich, ausgerüstet. Ist ein Touristenort mit ganz vielen Shops und Menschen. Sehr schön, das ist so eine kleine Brücke, so ein Übergang hier zwischen diesem Binnensee, Binnenmeer und der Nordsee. Ja, ganz interessant. Ich fahre aber weiter, Nordseeküstenradweg nach Norden. Da mache ich eine Pause, das ist wunderbar.
Meine Klamotten habe ich ja am Fahrrad, an den Fahrradtaschen hängen außen zum Trocknen. Die Sachen, die ich gewaschen habe, die habe ich jetzt hier erstmal wieder ausgebreitet. Jetzt gibt es was zu essen. Einen schönen Joghurtdrink, einen Salat, schön gekühlt aus dem Supermarkt und noch 2 Brötchen von gestern. Zur Abwechslung noch mal ein kleines bisschen Asphalt. Aber ich nehme an, die Schotterwege durch die Dünen, das geht gleich weiter. Da bin ich ein paar Kilometer jetzt wunderbar auf einer ruhigen Asphaltstraße gefahren. Konnte 25 bis 30 Stundenkilometer fahren, ein bisschen Rückenwind. Unvermittelt. Links ab, landest du wieder auf so einer Piste hier. Und das jetzt auch wieder für ein ganzes Stück. Es rollt trotzdem sehr gut. Es ist wunderbar abwechslungsreich hier. Ich muss auf den Weg aufpassen. Kleine Trinkpause. Hier auf so einer Ackerbrücke über so einen Tümpel. Im gefühlten Nirgendwo. Und es geht noch 2-3 Kilometer über diese Schotterstrecke. Dann kommt der nächste Abzweig. Mal sehen, was ich dann für einen Untergrund kriege. Zehn Kilometer weicher Kies. Jetzt bin ich froh, erstmal wieder glatten Asphalt zu haben. Das war kräftezehrend. Aber jetzt erstmal wieder Asphalt. Mal gucken, was als nächstes kommt. Jetzt habe ich wieder den Dünenwegsschotter. Der ist etwas feiner. Ich finde dadurch besser fahrbar. Aber egal wie, so ein weicher Untergrund, der zehrt natürlich Energie. Jetzt fahre ich wieder über so einen schmalen Landstrich. Links Meer, rechts so ein großer See. Und ich habe auf der Karte gesehen, die heißen hier Fjorde. Und da geht es jetzt erstmal wunderbar auf Asphalt. Das tut nach dem ganzen Schotter ganz gut. ...96 Tageskilometer und ich habe Shelterplatz gefunden und der ist direkt am Strand. Das ist klasse. Nicht allzu windig heute, deswegen dürfte das gar kein Problem sein, aber es ist auch abgewandt vom Meer. Also schlafen werde ich hier wahrscheinlich ganz gut. Es sind 2 Shelter, der andere ist auch belegt mit 2 Jungs, die auch auf Radreise sind. Und deswegen werde ich wahrscheinlich heute Abend nicht allzu viel Aufnahme machen. Aber die sind jetzt gerade mal zum Strand runter und dann zeige ich euch mal hier alles. Ich habe riesig Glück gehabt mit dem Platz hier. Ich konnte duschen, kalte Stranddusche, aber immerhin. Das hat gut getan.
Dann habe ich mir jetzt meine 7 Sachen gepackt und bin jetzt mal runter zum Strand. Habe mal die Füße ins Wasser gehalten und nach dem Tag ist das jetzt ein perfekter Abschluss. Ich gehe gleich noch wieder rauf zum Shelter, werde mir dann noch irgendwie was zu essen reinpfeifen, den Abend genießen. Vielleicht setze ich mich heute Abend noch mal hier hin und genieße das einfach so für mich, den Blick aufs Meer. Der Tag war spannend. Erstmal gestern mit dem Zelt, dann heute Morgen, wo ich dachte, mein Garmin verlässt mich. Ist aber zum Glück hat sich ja wieder gefangen. Und ja, die Strecken waren toll. Fast nur diese Dünenwege, also landschaftlich unglaublich toll. Ab und zu ist der Schotter mal ein bisschen, oder der Gravel, wie man neudeutsch sagt, ein bisschen sehr schwierig zu fahren, aber insgesamt super schön. Sehr abwechslungsreich, immer mal wieder Asphalt. Man fährt zwar kilometerlang durch diese Ferienhaussiedlungen, aber das verteilt sich ganz gut. Man hat immer noch einen schönen Blick auf die Dünenlandschaft und ja, jetzt hier der Abschluss am Meer. 96 schöne Kilometer heute. Mal schauen, was morgen kommt. Für heute beende ich das hier damit und sage, macht's gut, bis morgen. Guten Morgen. Ich hatte eine wunderbare Nacht hier im Shelter, direkt über dem Strand. Die Luft war sehr trocken, angenehm mild. Im Shelter selber war es sogar, ich würde sagen, fast schon warm. Meeresrauschen im Hintergrund, was will man mehr? Und jetzt kommt gerade die Sonne raus, ist doch bis jetzt noch arg dunstig gewesen. Schon gefrühstückt und alles gerichtet. Ich freue mich auf den nächsten Radeltag. Es geht weiter Richtung Norden, der Küste entlang. Wenn ich gesehen habe, ist heute auch eine Fährüberfahrt mit drin. Ja, wird wieder interessant, hoffe ich. Es ist jetzt 9 Uhr. Ich habe den ersten Kilometer geradelt. Es ist wieder wunderschön. Ja, mit dem Wetter habe ich riesig Glück. Dieses Sommerwetter im Spätsommer, das hält sich anscheinend laut Wettervorhersage. Ja, einfach schön.
Der Weg führte jetzt gerade über so einen Dünenweg, Sand. Erstaunlich fest, also man kann fast durchgehend fahren. Natürlich kommen immer mal wieder ein paar Löcher, wo der Sand zu tief ist, da muss man schieben. Aber das ist schon spannend. Aber das kostet natürlich wieder viel Konzentration, genau auf den Sand zu achten, wo tiefe Löcher sind. Das hier ist Thyboron und hier werde ich einen Supermarkt suchen und dann die Fähre, die mich rüber in Richtung Agger bringt. Ein Sparsupermarkt lag schon mal direkt auf dem Weg. Da habe ich mir wieder frische und gekühlte Sachen gekauft. Also diesen Erdbeer-Joghurt-Drink, den es hier im Spar gibt. Ah, toll. Wenn der frisch aus der Kühltheke kommt. Klasse. Jetzt fahre ich weiter und da vorne müsste dann noch schon der Fährhafen sein. Na, ich glaube, da fährt sie gerade ab, die Fähre. Soweit ich weiß, alle 40 Minuten. Da habe ich ein bisschen Pause. Kann ich mir in Ruhe ein Ticket ziehen und die nächste Ankunft und Abfahrt abwarten. Das Fährticket habe ich am Automaten gekauft und jetzt warte ich auf die Überfahrt. Das wird ein bisschen dauern, aber ich war ja gerade einkaufen, habe frische Sachen. Es ist kurz vor 12. Super, hier ist eine schattige Bank. Irgendwie kommt auf der Tour bisher alles so irgendwie passend, wie ich es gerade brauche. Zwanzig vor 1 haben wir jetzt und ja, ich bin versorgt durch den Einkauf im Supermarkt. Das mit der Fähre hat geklappt und jetzt kann ich einfach frei in den Tag reinrollen und mal sehen, was heute noch kommt und wo ich heute Abend lande, wie weit ich komme. Eine richtige Steigung. Ab und zu mal ein bisschen Landstraße, fast ohne Autos, hier und da im Dorf, aber meistens radel ich hier durch diesen Nationalpark THY geschrieben. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wunderschön durch den Wald hier. Nicht nur in der prallen Sonne, es ist angenehm und vor allen Dingen sehr guter Belag, sehr glatt. Man kann schön schnell dahin rollen und die Landschaft genießen. Und von hier gelange ich auch wieder ans Meer. Nachdem ich jetzt lange durch diesen Nationalpark da geradelt bin, jetzt mal wieder ein kleiner Blick auf die Nordsee. Hier bei einer Kirche von einem Ort, dessen Namen ich nicht kenne, mache ich jetzt noch mal eine Pause
und esse eins von den belegten Broten, die ich mir heute Mittag im Supermarkt gekauft habe. Trink was. Und es ist 15 Uhr. Das heißt, ich beginne so langsam zu schauen, welche Reichweite ich heute noch habe und welche Shelter da in der Nähe sind, welche Shelterplätze. Das Sandwich war lecker. Was getrunken dazu. Und dann einen schönen Shelterplatz gefunden, glaube ich. Da ist auch ein Zeltplatz dabei. Es gibt 2 Shelter und einen Zeltplatz. Das heißt, die Chance, dass ich irgendwie da unterkomme, ist ganz groß. Eine Toilette, Wasserzapfstelle. Mehr brauche ich ja nicht. Ist gar nicht weit vom Strand weg wieder. Das dürften Fahrstrecke, also Luftlinie sind es 24 Kilometer, Fahrstrecke denke ich sind es mal 30. Dann könnte ich heute über 100 Kilometer kommen, aber wie gesagt, zu 15 Uhr läuft gerade gut. Sollte machbar sein. Versorgt bin ich ja mit allem, was ich brauche. Ich komme jetzt nach Hanstholm und da hoffe ich, ein Shelter zu finden. Shelter und Zeltplatz, da sollte irgendwie ein Plätzchen für mich sein. (18 Uhr), Hanstholm, und der Shelterplatz mit 6 Sheltern liegt oberhalb vom Strand. Ich musste also nochmal ordentlich den Berg hoch. Der Bereich sieht ein bisschen verwildert aus, aber die Toilette, die ist leider auch 200 Meter entfernt. Das ist bisher die beste, die ich gefunden habe, mit fließend Wasser. Wenn du aufmachst, geht eine Lüftung und Lichtchen an und keine Fliegen drin und gar nichts. Das ist schon mal in Ordnung. Aber aufgrund der Entfernung, da ich alleine bin und meine Wertsachen ja dann hier liegen lassen muss, naja, die Wertsachen nehme ich mit, aber einiges von Wert kann ich ja nicht alles mitnehmen, muss dann hier liegen bleiben, habe ich mir meinen Wassersack wieder voll gemacht, sodass ich nach Möglichkeit an den Wasserhahn nicht ran muss. Wenn ich dann mal zur Toilette muss, dann plane ich das genau und fahre schnell mit dem Rad rauf oder so. Mal gucken. Ich habe mein Zelt da ausgebreitet in der Sonne, damit das mal trocknen kann, weil letzte Nacht Shelter, diese Nacht Shelter, sonst gammelt das doch in der Tasche. Da ist Shelter Nummer 6. Ich habe mir aber ausgesucht Shelter Nummer 5. So, jetzt drehe ich mich mal rum, sodass die Sonne alles überstrahlt. Ja, sieht man nicht richtig. Ich gehe mal näher ran. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser sichtbar. Shelter mit Tisch und Bank davor. Deswegen habe ich mir den ausgesucht. Frisch gewaschen. Das ist gut. Das fühlt sich direkt sehr viel besser an. Ich habe alles gerichtet soweit. Jetzt werde ich was essen. Ich habe mir heute Mittag einen Salat mitgenommen, so einen fertig gemixten Salat mit ein bisschen Hühnchenfleisch und Krautsalat, Hummus und ja, alles Mögliche ist da drin. Hatte ich die Tage schon mal, sehr lecker. Den werde ich essen. Brötchen hatte ich noch dazu und ja, ein paar Kekse hinterher, vielleicht noch einen Kaffee. Mal schauen. Viel wird es heute nicht. 108 Kilometer waren es heute. Das ist viel. Aber heute waren die Pisten auch wirklich gut. Also, ja, aber jetzt habe ich mir ein leckeres Abendessen verdient.
Wie ich schon vermutet hatte, dieser Salat, der ist so mächtig. Das Brötchen dabei, das reicht mir erstmal. Ich werde jetzt noch ein paar Nüsse essen und mir anschauen, was die Strecke heute war. Aber das ist mir eigentlich gar nicht mehr so groß, sondern mal gucken, was morgen kommt. Mal so ein bisschen auf die Karte schauen. Bin ja doch ordentlich weit gekommen heute, 108 Kilometer. Das ist nochmal eine schön weite Strecke. Obwohl zwischendurch auch ganz viele Sandpassagen gerade am Anfang waren. Aber heute Morgen an dieser Steilküste da lang, oh, das war toll, das war richtig super schön, wo der Dunst noch über Meer hing heute Morgen. Ja, und dann wieder durch die Dünen zu fahren. Die Fährüberfahrt war mal eine schöne Abwechslung. Und dann ging es wirklich mehrheitlich über sehr glatte, sehr gute Pisten. Deswegen konnte ich auch dann noch richtig Strecke machen heute Mittag. Ich wusste ja, ich kann mich einfach treiben lassen, weil ich habe die Taschen voll. Ich habe jetzt immer noch genug zu essen übrig. Und dann stundenlang, gefühlt stundenlang, durch Natur, durch Wälder, schöne glatte Pisten, zwar oft mit Sand, Schotter, aber eben sehr gut fahrbar. Mal Asphalt, mal kleine Dörfer und dann boom, landest du mitten in einem Touristenort mit allem, was dazugehört. Nörgelnde Leute, die rumlaufen, weil sie Sand überall haben und das weiß ich. Ja, geguckt, wieder rausgefahren und dann war wieder Ruhe. Die Kontraste sind sehr schön. Ja, und dann habe ich es bis hier rauf geschafft. Das hier scheint ein reines Fischerstädtchen zu sein, wobei hier der industrielle Fischfang gemeint ist. Also wo ich unten am Hafengebiet lang gefahren ist, eine Fischfabrik neben der anderen, eine richtige große Fischerboote, klar, hier oben an der Nordsee. Da sind das diese Hafenstädte, die für den Fischfang da sind. Ja. Bin gespannt, was morgen kommt. Ich freue mich auf eine ruhige Nacht hier im Shelter. Genau, das Zelt habe ich auch trocknen können, habe ich jetzt schon wieder eingepackt. Ich hoffe ja, dass ich mehrheitlich immer Shelter finde und nicht zelten muss. Ja, ich freue mich auf die ruhige Nacht und sage daher, macht's gut, bis morgen. Guten Morgen. Hier in dem Shelter habe ich gut geschlafen. Es müsste jetzt so 8:30 rum sein. Ich habe schon gefrühstückt, habe schon alles wieder gerichtet für den Tag und kann gleich losstarten. Und mal sehen, was der Tag bringt. Ich fahre jetzt noch mal hoch zum Toilettenhäuschen, wo dann auch der Wasseranschluss ist. Mache mir meine Flaschen wieder voll. Und ja, dann geht's weiter.
10 Kilometer wunderschöner Küstenradweg. Leider heute mit ordentlich Gegenwind. Das heißt, heute wird es ein gemächliches Tempo werden. Aber diese trübe Stimmung finde ich ganz faszinierend. Das mit dem Gegenwind gar nicht so schlimm. Die abwechslungsreiche Tour geht weiter und auch immer mal ein Richtungswechsel neben der Oberflächenwechsel, sodass ich jetzt zum Beispiel Rückenwind habe. Also alles super. Die Luft ist eh sonst mild, perfekte Verhältnisse zum Radfahren und es macht riesig Spaß, weil es geht wieder durch ganz ruhige Natur. Auf den Landstraßen kommt alle Viertelstunde mal ein Auto. Ja, so ist gut. Ja, es läuft doch besser als gedacht heute. Kurz vor 12 und ich merkte eben schon, dass ich noch mal was essen müsste. Und dann war hier diese Bank perfekt für eine Pause. Und ein paar Salami-Sticks, 2 Brötchen, bisschen Ruhe, Blick in die Natur. Ja, geht's mir gleich besser. Oder mir geht's wieder gut. Ja, und dann kann ich gleich weiterfahren. Schöne Aussichtspunkte gibt es hier unterwegs zu sehen. Hier gab es jetzt mal zur Abwechslung eine nennenswerte Steigung, sodass sogar die Steigungsanzeige vom Garmin angesprungen ist. Das war auch wieder eine schöne Abwechslung. Ja, ich denke, jetzt wird es aber eher wieder flach. Bei der Steigungsanzeige stand 1 von 1 verbleibende Steigungen. Also das dürfte das heftigste auf der restlichen Tour gewesen sein. Naja, mit vielen Höhenmetern ist ja eh nicht zu rechnen. Der Wind. Das sind die Steigungen. Aber alles viel besser, als ich es erwartet hatte. Eigentlich ist nur ein leichter Wind und da ich viele Haken schlage, kommt er nur manchmal von vorne. (15 Uhr), eine Bank im Schatten, Halbschatten, aber das ist perfekt für eine weitere kleine Pause. Was essen, was trinken. Nach der Schotterpassage von eben, das war eher wieder dieser grobe Schotter, der einen so richtig durchschüttelt, kommt das gerade wieder recht und dann schauen wir, was weiterkommt. Einkauf ist auch erledigt. Jetzt suche ich den örtlichen Shelter. Der Shelterplatz bzw. Zeltplatz, der war ausgebucht.
ausgebucht in der Form, dass da scheinbar so eine Ferienfreizeit oder so eine Jugendfreizeit oder irgendwas stattfand, Sportverein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da alles voll, sowohl die Shelter als auch der Zeltplatz. Und bei so einer Gruppe hätte ich eh nicht dazu gewollt. Der nächste, Luftlinie 6 Kilometer, 7 Kilometer entfernt, fahre ich den an. Ich hatte hier die Lebensmittel aus dem Supermarkt einfach jetzt schnell in den Rucksack gepackt, weil ich dachte, die 1,5 Kilometer aus dem Ort. Ich habe dann jetzt noch mal sauber alles in die Fahrradtaschen verpackt. Es ist 18 Uhr. Ich habe den Shelterplatz gefunden. Es war aber gar nicht leicht, denn eigentlich habe ich gar keinen Zugang gefunden. Das scheint so eine Art Feuerwehrhaus oder sowas zu sein. Oder so ein Versammlungshaus hier. Und da musste ich an der Seite am Eingang eine Treppe hoch, sogar ganz versteckt. Und hier ist der Platz mit dem offiziellen Schild und allem. Und ich bin alleine. Wasser funktioniert auch. Also erstmal alles gut soweit. Da habe ich dann auch den offiziellen Zugang gefunden. Okay, ganz um die Ecke vom Sportplatz aus. Da hinten sind die Shelter, geräumig hier. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ich habe einen leckeren Salat gegessen, den ich mir in dem Supermarkt gekauft hatte. Und da das erst kurz vor Ankunft hier war, habe ich mir auch noch ein Bier gekauft, weil das ist jetzt auch noch halbwegs kühl. Da kann man das trinken, ansonsten verzichte ich da lieber drauf und bleib beim Wasser. Aber erstmal noch einen leckeren Trinkjoghurt hier. Es war wieder ein schöner Tag. Ja, zuerst dachte ich, das gibt heute mal heftig Gegenwind, bei eher diesigem Wetter. Und das war auch so. Eine wunderschöne Stimmung war das da. Richtig verwunschen, da an dieser Küste lang, an diesen Klippen da lang zu fahren, in diesem Dunst. Und ja, aber dann klarte es auf und es ging wie üblich durch gefühlt ganz einsame Landschaften, über einsame Landstraßen. Ich glaube, die machen hier so einen Mix. Immer mal 10 Kilometer Schotter, 10 Kilometer Asphalt, 10 Kilometer irgendwie gut fahrbarer Radweg. Dann ein paar Stellen, wo du gar nicht fahren kannst dazwischen. Nee, nicht gar nicht fahren, aber wo es dann schwierig ist. Also es ist eine super abwechslungsreiche Tour mit vielen Gravel-Einlagen, wie man so schön sagt. Und es macht echt Spaß. Trotzdem, es hat immer lange Schläge. Also man kann doch so richtig schön in den Flow reinkommen. Echt mal 10 Kilometer auf der Landstraße, das gibt es auch. Oder auf einer ganz glatten Piste, die zwar unbefestigt, also nicht asphaltiert ist, aber trotzdem sehr schnell fahrbar. Und dann wieder Sachen, die ein bisschen fordern. Also super schön. Dann diese Aussichten, diese eine Klippe, wo ich da heute zufällig lang kam. Toll. Ja, ich dachte, der Nachmittag und der Abend wird geruhsam, aber dann kam ich am ersten Shelterplatz an und da war ein Jugendtreff irgendwie, so eine Freizeit von Jugendlichen, die da den ganzen Platz belegt hatten. Bin ich direkt weitergefahren und das waren dann nochmal 8 Kilometer drauf, bis ich hier war, aber hier habe ich jetzt meine absolute Ruhe. Und eben waren noch so ein paar Dorfjungs unten mit lauter Musik, aber die sind jetzt weg. Und ich mache mir einen gemütlichen Abend, gleich mit dem Tuborg. Noch ein paar Nüsschen dazu. Die Sonne verschwindet gerade hinter den Bäumen. Und ja, 108 Kilometer dann schon wieder. Heftig, hätte ich nicht gedacht heute Morgen, dass ich heute schon wieder über 100 komme. Aber ist so, mir geht's gut. Ja, und ich freue mich auf den nächsten Tag. Der kommt morgen. Also, macht's gut. Bis morgen.